Simone in einer Heckküche. Wahnsinn, ja. Wir reden von einem ganz anderen Konzept. Diesmal, es sieht so aus, als wäre es vollkommen falsch, ist das Aufstelldach in der falschen Richtung. Es ist ein ganz anderes Aufstelldach. Das kenne ich jetzt aus dem Nugget so oder so ähnlich. Ja. Das heißt, der hohe Punkt ist hinten. Der niedrige Punkt ist vorne. Sollte es mal versehentlich aufgehen, dann fliegt es nicht weg. Aber das wird wohl nicht passieren, oder? Das sollte im besten Fall nicht passieren. Nein, da achten wir drauf, dass da natürlich Verriegelungen da sind. Das sieht man vorne im vorderen Bereich natürlich auch, die Verriegelung, dass es dann nachher runtergehalten wird. Und der Wind kommt von vorne und drückt es per se da schon runter. Ja, es ist ein mega Grundriss, muss man sagen. Er ist erklärungsbedürftig, ja. Denn man hat hier wirklich ein Modell, bei dem du ganz viel Platz im Kochbereich drin hast. Du hast viel mehr Raumgefühl hier drin. Alles ist gedreht. Genau, alles ist gedreht. Wir haben uns bei diesem Modell überlegt, dass wir trotz der kurzen Länge von 5,35 Meter den Wohnbereich von dem Kochbereich trennen. Also wir haben hier vorne eine separate Sitzecke mit einem Tisch, der auch wie bei allen anderen Modellen in der Tür verstaut wird. Okay, der kommt da rein. Das Formteil ist von euch. Das Formteil ist von uns wie bei allen anderen Modellen. Ihr habt ein komplettes Formteil für die Tür gebaut? Ja. Ja, sensationell. Das ist Panama, ja. Wir sind bei Wohnwagen Vogt, Stefan Buhr. Du hast Panama wie lange schon? Seit dem ersten Tag. Das ist jetzt, Felix, seit wann sind wir da? Juli letzten Jahres, ne? Genau, Juli haben wir angefangen. Letztes Jahr Caravansalon war der Startschuss. Und jetzt ist sozusagen einjähriges Jubiläum für Panama. Und du bist einer unserer ersten Händler, ja. Ja, wir werden das Fahrzeug gleich mal erklären, ja, zusammen mit Dominik, muss man sagen. Dominik macht das sehr, sehr gut. Schulung ist das A und O bei den Händlern. Die Fahrzeuge sind alle ähnlich, aber im Detail. Ihr habt so viel verändert dieses Jahr. Kleinigkeiten, die, ich sag mal, Händler auch ein bisschen genervt haben. Zum Beispiel ging der Sitz nicht richtig gut zurück. Das habt ihr in einigen Modellen geändert. Das hat sich schon verbessert. Also man merkt schon, dass sie sich Mühe geben hier und auch die Fehler sehen und dann verbessern. Ja, großes Thema Verarbeitungsqualität. Ihr baut auf handwerklichem Niveau aus. Das ist also zwar, es ist eine Serienfertigung, ja, aber in der Qualität, wie du sie wirklich suchen gehen musst, oder? Ja, und du hast eben da schon alles angefasst und gezeigt, das ist stabil, da klappert nichts, das ist schön. Das ist schön. Also die Spanier haben es ja wirklich drauf, ja. Wenn viele anderen haben ja einfach nur Automotiv und kalt, aber das hier hat gar keinen kalten Anschein. Das ist trotzdem immer noch wohnlich. Ja, schönes Automotiv. Viele Details, also auch hier wieder ein Formteil extra hergestellt, mit Handtuchhalter mit drin. Das sieht so easy aus, aber du gehst dann hin, du weißt nicht, wie das reinbohren sollst, ja, mit allem drum und dran. Das ist hier ab Werk. Genau, das ist ab Werk. Viele Details, die wir verbauen. Wichtig, keine Klimmzüge dran machen. Ja, klar. Verleitet manchmal dazu, aber ist nicht dafür gedacht. T-Shirts trocknen würde gehen. Das würde funktionieren. Handtücher, T-Shirts. So, Simone, mach mal auf. Was ist denn hier drin? Das hast du gefunden. Das Staufach. So, das Ganze geht auf der zweiten Seite nochmal auf. Ihr liebt diese wie nennt man die, Jalousien, oder? Ja, habe ich jetzt keinen speziellen Namen, aber die sind einfach für diese Fahrzeugklasse oder für diesen Bereich wirklich sinnvoll, weil man einfach vernünftig rankommt. Man hat die Klappen nicht im Wirkungsbereich, nenne ich es mal. Und da unten haben wir dann wieder wie beim anderen die Elektrik und die Wasserversorgung verbaut. Da sieht man dann auch nochmal die Pumpe, die Druckwasserpumpe und auch natürlich einen Wasserfilter vorgeschaltet. Ihr habt eine Sureflow eingebaut, ja, wie bei den großen Reisemobilen, bei den Linern. Das ist mit drin. Sensationell, ja. Also da kannst du hier mit der Außendusche ganze Blumen gießen. Ne? Ja, das Coole ist das Wasservolumen. Ihr habt in so einem Fahrzeug keine 10, keine 20, keine 30. Ich fühle mich vor wie beim Kaufhaus. Bei diesem Fahrzeug haben wir 40 Liter Frischwasser drin. Bei den kleineren Modellen haben wir 65 Liter. Nochmal, bei den kleineren habt ihr 65 und bei den großen habt ihr 40. Das aufgrund der Bauart der Küche und müssen wir gucken, wie die Tanks passen. Und hier hat nur ein 40-Liter-Tank reingepasst. Bei dem kleineren Modell konnten wir mit einem 65-Liter-Tank ab dieser Saison arbeiten. Also wenn das natürlich Selbstausbauer sehen, ja, die freuen sich einen Ast, aber die haben oft nicht das Geld dafür, um sich so ein Fahrzeug neu zu kaufen. Trotzdem, ihr seid ein Vorbild für viele Leute, die ausbauen. Also von den Grundrissen allein. Du siehst ja selten so einen Grundriss hier, oder? Nee, ich sehe den schon, weil bei uns eben, weil wir den haben, den Grundriss. Mhm. Aber ansonsten ist der Grundriss sehr selten, ja. So, die Bank, bitte? Entschuldigung, mir gefällt der Grundriss besser, muss ich sagen, als der andere, weil man hier einfach noch viel mehr Platz hat, hier im hinteren Bereich, um sich umzuziehen,
Also das macht es offener, finde ich. Webasto, du hast eine Standheizung mit drin, eine Klimaanlage würde gehen. Ich frage mal so. Also eine Klimaanlage, klar, vom Fahrzeug ist Aber so eine natürlich Aufbauklimaanlage dabei. geht Auch eine nicht. Klimaanlage bei dem Dach nicht möglich. Auch Staukasten wüsste ich gar nicht, wohin damit. Ja, geht nicht. Also man könnte sie hier in die Mitte stellen, aber das macht nicht viel Sinn. Dementsprechend, Stauraum ist bei diesen Fahrzeugen immer ein großes Thema. Wir haben hier jetzt auch bei den langen Grundrissen immer einen Warmwasserboiler verbaut. Aber was hast du gerade angemacht? Du hast Ich eine hab hier einen indirekte Schalter. Küchenbeleuchtung. Ich habe einen Schalter umgelegt und da sind dann noch ein paar Lampen mehr angegangen. Wie gesagt, also hier Lichtkonzept ist immer wirklich durchdacht. Und hier hatten wir letztes Jahr fast keinen Stauraum drin, weil dahinter der Warmwasserboiler gelegen ist. Wir haben jetzt einen neuen Warmwasserboiler verbaut und der ist unterm Fahrzeug. Dadurch gewinnen wir wieder mehr Stauraum und Stauraum ist in diesem kleinen Fahrzeug immer ein elementares Thema. Kühlschrank, oder? Genau, Kompressorkühlschrank 42 Liter. Das ist Yacht und Hotel, muss man Ja, sagen. und Hotel, genau. So, Mit kleinem Eisfach. unten noch, was ist da drin? Genau, da haben wir wieder Platz für unser Porta Potty. Ah, das passt genau rein, das Passt Kleine. genau rein, ist dafür gedacht. So, das Klo ist also auch dafür gesorgt. Dann haben wir hier Steckdosen. Genau. Ihr habt eine Whale, Warmwasser- Whale-Boiler. So, Genau. jetzt haben wir es so. Der über Gas läuft. So, zeig mal oben bitte, Simone. Simone muss uns heute ein bisschen helfen. Normalerweise machen die Videos zusammen, ja, und da sagen die Leute immer, naja, die macht nur Sachen auf, aber ganz ehrlich, wer soll es denn sonst aufmachen? Das ist immer Noch so. nie jemanden, der besser Sachen aufmachen konnte, gesehen. Also Ja, sie hat auch ungefähr 5000 Sachen, aber das kommt dir eigentlich nicht zu nahe. Normalerweise stellst du viele Fragen, ja, die Leute lieben das. Unter anderem würdest du fragen, hey, das Bett hier, das ist ja, man hat ja irre Platz, man kann drunter stehen. jeden Warum? Fall. Ihr habt's angewinkelt. Genau. Schauen wir mal ganz kurz. Das ist eine spezielle Bettkonstruktion, die hier oben drin ist. Und das Coole ist, du musst auch hier bei diesem Aufstelldach nicht hingehen und musst andauernd irgendwelche Faltenbälge nochmal zurückgehen. Das geht hier elektrisch, das hier? nein, das geht nicht elektrisch, das ist komplett manuell. Man muss bei dem Zeltstoff oder beim Aufstelldach allgemein aufpassen, wenn man es zusammenklappt, dass der Zeltstoff nicht zwischen die Scherenelemente kommt. Weil Ihr habt aber hier eine Spannung reingemacht. genau, das heißt wir haben eine jetzt Spannung, das zieht rein, aber trotzdem ist auch immer Aufpassen. Auge arbeitet mit. So, Schnierle habt ihr eingebaut, auch hier. Genau, die Schnirle-Sitzbank auch hier. Dreier-Sitzbank, 2 Isofix-Halterungen hat diese Sitzbank. Und hier sieht man auch den Ausbläser von der Heizung im vorderen Bereich unterm Tisch. Jetzt mal blöd fragen, schlafen hier drin, wie geht das? Ich bin selbst schon mit dem P10 unterwegs gewesen bei einer Hochzeit. Mit meiner Tochter und meiner Frau. Die beiden haben oben geschlafen im Bett, ich unten auf der Sitzbank. Aber unten, wie funktioniert das? Ist ja gar kein Platz, um die jetzt ganz auszufahren. Doch, Oder geht da das? ist Platz. Ich gehe einmal hinten rein Ja. und dann kann ich euch gut zeigen, wie das funktioniert. Das ist ja spannend, oder? Ja, Den übrigens. Du. Warte mal, ja, ist ja... Ich habe die Durchschnittsgröße der Frau. Du bist 1,66 Meter und kannst hier vorne stehen. Genau. Warte mal ganz kurz, ich nehme das zurück, Simone. Das war böse. Genau. So, da vorne Hier ist eine haben wir Arbeitsplatzerweiterung. Einen Tisch, Ja, den können wir wegklappen. okay. Und dann, wenn der Tisch weggebaut ist, in der Tür verstaut ist, Ja. passt das Bett, wenn die Sitze gedreht sind, genau hier vorne rein. Ich will das mal sehen. Geht das? Genau, würde ich jetzt umbauen, dann baue ich das schnell um. So, bitte. Weil ich glaube es nicht, dass es passt, weil, Dominik, wenn du das hier siehst, also er sagt, das funktioniert. Die Sitze werden gedreht, Ich richtig? habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Es funktioniert tatsächlich. Also. Der Tisch kommt raus, der hat eine eigene Halterung, das finde ich so sensationell. Das heißt, du musst es ähnlich wie beim Volkswagen nicht irgendwie groß verstauen. Es hat seinen Platz. Hat seinen Platz und zu letzten Jahr ist er 50% leichter geworden. Echt? Ja, fass mal an, der sieht massiv aus, aber ist deutlich Ja, leichter. das- Du weißt es. das ist federleicht, ja. Dafür bin ich ja auch da, ne? Du bist so gemein. Ein federleichter Tisch mit Simone. Ja, ich zeig das mal gerade. So, jetzt wird die Bank umgebaut. So, das heißt, du ziehst ein Stück vor, dann kommt die Schnellerbank da vorne hin. Jetzt werden die Sitze gedreht. Ich kann das nämlich kaum glauben, dass die da hingeht, die Bank, oder? Aber die haben jeden Millimeter ausgemessen. Das wird passen. Das wird passen. So, der Sitz ist gedreht. Den haben wir jetzt schon mal gedreht. Dann wird der Beifahrersitz gedreht. Da habt ihr ja viel Platz. Ihr habt auch die ganzen Messelampen ja hier noch drin. So, auch der ist gedreht. Das ging jetzt relativ easy. Was habe ich schon Sitze gedreht, die sich nicht gedreht haben, ja? So, dann kommt der Teil hier rüber. Warte, Ja, guck mal gerade. da die Messebeleuchtung. So, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du das machst auf der Nee, ist Messe. das zweite Mal, Zweite aber- Mal. Müsste doch nicht gedreht werden, war so rum. So, Bei so jedem rum. Modell ein bisschen anders. Und wenn wir den jetzt drehen, Ja.
So, das heißt, es gibt eine Position, wo es passt, richtig? Okay. So, da kommt er hin. Jetzt glaube ich es dir. Das konnte ich mir nämlich überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt sieht man die Schnirle-Bank. Ihr habt einen Topper dafür. Da wird der Schlafkomfort wesentlich erhöht. Korrekt. Da verschwinden die Lücken zwischen den Bänken und dann. Die Simone. Aber selbst so kann man super drauf liegen. Wie ich schon reingestürmt komme. Aber ist ja so, es tut mir so leid, ja, weil ich nehme es nächstes Mal einen Mann, okay? Also dann, sag mal, man kann ja auch in so einer Lounge-Funktion irgendwie ein bisschen machen, ein bisschen Wind. Bei der Schnirle-Bank nicht, bei der neuen Bank vom P10 ist auch eine Lounge-Funktion möglich. Was hast du oben? Hast ja noch ein Bett, das kann man runterklappen, das zeigen wir jetzt nicht. Aber das ist ein riesen Bett, denn oben, unten und jetzt hast du, und das finde ich so geil bei dem Grundriss, du hast hier ein Raumgefühl drin, das fühlt sich überhaupt nicht an nach VW-Bus, oder? Vor allem ist es schön getrennt. Man kann unten schlafen, der obere kann trotzdem runter, sich einen Kaffee kochen, hinten aus der Heckklappe rausgehen und unten stört man niemanden. So, ich schieße mal gerade ein Foto von hinten, dass wir das mal gerade sehen, damit man das Raumgefühl mal wirklich mal erfassen kann. Wenn du mal ganz nach hinten durchgehst, die Beine mal drauflegst, dich gegen den Fahrersitz mal sitzt, genau, dass wir hier mal ein Foto haben. Das ist Da jetzt, hat man die Lounge. das ist die Lounge, oder? Da ist die Lounge. So, wenn du jetzt hier drin bist, das wird das Startfoto werden, weil das ist so sensationell, der Grundriss. Ich finde ihn gut. Uns gefällt er auch. Muss sie alle zeigen, glaube ich, oder? Genau, man muss die alle zeigen. Dieser Grundriss ist relativ neu auf dem Markt, den gibt es eigentlich nur so bei uns. Und dementsprechend ist er noch nicht so bekannt. Da müssen wir halt ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass er bekannter wird. Gut, also ich würde dir empfehlen, vielleicht mal ein YouTube-Video zu machen. YouTube ist immer eine gute Geschichte, vor allem wenn es deine Abonnenten sehen und deine Community. Du kennst meinen Kanal? Natürlich kenne ich deinen Kanal. So, ich mache mal kurz ein bisschen Werbung. Das Ganze gibt es bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Natürlich noch bei vielen anderen Händlern, aber du machst die Videos mit mir. Du hast den ganzen Ruhm verdient, aber noch viel mehr der arme Dominik, der tagtäglich da den Leuten das erklären muss. So arm ist das gar nicht. Alles Die Leute kriegen wirklich viel Auto fürs Geld, oder? Ja, das stimmt. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich sehr gut. Also vergleichbar mit nichts hier auf der Messe eigentlich. Sehr schön. Was auch zu erwähnen ist, vielleicht oben 2 Meter Liegefläche. 2 Meter Liegefläche, Überall. okay. 2 Meter Liegefläche, aber ich kann die Kamera nicht mehr halten. Ich mache jetzt mal Upmode. Wenn du mir einen Gefallen tun kannst, Felix, wenn du mal in die Kamera schaust und bitte sagst, abonniert German Television. Na, das kann ich nicht machen. Kannst du nicht machen. Aber der Stefan macht das bestimmt. Besucht Wohnwagen Vogt und abonniert German Du Television. musst in die Kamera gucken. Besucht Wohnwagen Vogt, abonniert German Television. So, vielen Dank. So ist es. Das war jetzt der Erste, der gesagt hat, er macht's nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ist so. Gar der Geschäftsführer von Morello hat es gemacht. Aber man muss auch sagen, er muss ja auch neutral bleiben. Ja, ist ja so. Die ganzen anderen YouTuber, so ist es. Da ist es. Vielen Dank fürs Einschalten. Das 2022 Modell mit dem Namen, wie heißt es denn? Das ist der P54 Plus. Der P54 Plus von Panama. Bis dann. Tschüss. Ciao.